Sehr gut. Schön knackig. Einwandfrei. Hallo zusammen, heute mache ich richtig leckere eingelegte Gurken im Glas. Dafür lege ich die Gurken zuerst in ein Salzbad ein. 1 Liter Wasser mit 30 bis 40 Gramm Haushaltssalz. Je nachdem, wie salzig du die gern hättest. Die Enden habe ich leicht abgeschnitten, damit das Salz schön reinzieht und die Gurken auch schön fest werden. Und ein paar Tomaten kommen auch noch mit rein. Aber da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, die werden ein bisschen weicher. Also das könnt ihr dann entscheiden, ob ihr die mit reinmachen möchtet oder nicht. Jetzt gehen wir gleich über zum Sud aufkochen. Also die Gurken kommen kalt ins Glas und der Sud wird kochend heiß eingefüllt. So bleiben sie knackig und das Ganze wird richtig haltbar. Das fängt schon an zu köcheln. Wie gesagt, tun wir ein bisschen rumrühren, da ist ja alles Mögliche drin, da ist ja Knoblauch und alles drin. Die ist komplett fertig, da braucht ihr euch gar keinen Kopf zu machen, da irgendwie noch Knoblauch zu schälen oder sonst was. Also alles perfekt. So, in der Zeit, wo das aufkocht, tue ich meine Gläser vorbereiten. So, also die Gläser sind jetzt picobello sauber, so wie die Deckel auch. Jetzt bestücken wir das mit unseren Gurken. Ja, da gehen jetzt nicht so viel rein. Müsste man es durchschneiden, aber gut, das könnte man dann noch so machen. Da kommt jetzt die Gurkenbrühe rein, die heiße. So, und hier haben wir ja die Tomate. Die habe ich noch reingemacht, war noch eine Gurke übrig. Hier ist der Rest, da probiere ich mal. Ja, die haben Salz gezogen. Schmeckt so leicht salzig, aber auch nicht so viel. Also das wird wunderbar. Schmeckt so auch ganz klasse. Könnte man schon so auch so essen. Lecker. Wie gesagt, wenn ihr ein bisschen Brühe übrig habt, dann könnt ihr auch jetzt schnell irgendwas einlegen, weil in die Gläser geht schon ein bisschen was rein. Wichtig ist, dass man das heiß einfüllt, hier da oben noch ein bisschen Platz lässt. Wunderbar, schnell gegangen, kommt wieder unser Deckel drauf. Da müsst ihr gucken, dass das Gummiband hier, dass das in Ordnung ist, nicht kaputt ist, dann könnt ihr das wieder benutzen und halt der Deckel nicht rostig ist, nicht verbogen. Dann schraubt man das hier drauf, tut es fest verschließen. Der Rand braucht man nicht abzuputzen, der ist ja sauber. Die werden dann mit einer Zeit die Waage umziehen. Der Essig konserviert, der Zucker stabilisiert, Gewürze unkritisch, da passiert gar nichts. Da habe ich jetzt meinen Restsud reingemacht und da könnt ihr einfach irgendwas reingeben. Tomate, Gurke, wenn ihr noch was habt. Große Gurke, so Streifenschneide reingebe und das einfach da drin ziehen lasse. Und im Kühlschrank stelle und das schmeckt wirklich auch ganz klasse. So habt ihr mal auch ganz schnell was gemacht. Ja, seht ihr, ich habe noch was gefunden, nämlich Tomate. Können wir dann mal gleich ausprobieren, wie die werde. Da wir da noch Platz haben, lege ich da mal noch ein Stück Gouda rein. So, also wie gesagt, ihr könnt jetzt alle Herdplatte verwenden. Das Blech muss immer so rum rein. Es kommt immer 3 Liter Wasser rein. Ich habe jetzt hier 3 Liter abgemessen. Und heute kochen wir mit 100 Grad. Genau mit 100 Grad. Also immer mit 3 Liter Wasser kochen. Sehr wichtig. Gläser kommen dann hier rein. Die müssen nicht ganz unter Wasser sein. Das ist bei dem Topf anders. Wir haben diesmal nur 2 Gläser. Aus dem Grund, weil ich erstmal ausprobiere für euch. Und wenn das Rezept gut ist, und dann machen wir erst das richtig. Warum 3 Liter Wasser? Ist anders wie beim Schnellkochtopf. Wenn der hochkocht, dann verliert er ja schon Wasser. Und es könnte sein, dass ihr, wenn ihr weniger wie 3 Liter Wasser drin habt, dass der Topf leer wird und euch der innen drin verbrennt und dass ihr da eine Beule reinkriegt. Und deswegen müsst ihr das so machen. Wir kochen das jetzt erstmal hoch, machen den Deckel drauf, Schraube fest hier. Ventil in Ordnung, diese Schraube fest. Das Ventil, alle Ventile fest. Dichtung ist in Ordnung und dann können wir das Teil schon schließen. Wenn ihr das nicht zukriegt, dann müsst ihr gucken, dass hier die Verriegelung, dass der Stift nach unten zeigt. Das kann man hier lösen, seht ihr? Das müssen wir dann rumdrehen und anziehen unten und dann könnt ihr den Topf schließen. So, nicht vergessen die Gewichte hier abmachen. Die brauchen wir nicht. Und laut Meereshöhe dampft er dann genau auf 100 Grad. Wenn ihr die 121 Grad erreichen möchtet, müsst ihr eine Scheibe drauf tun. Seid ihr höher wie 300 Meter, müsst ihr 2 Scheiben drauf tun. Aber heute brauchen wir das nicht. So, und das kochen wir jetzt hoch
Wenn das hier anfängt gut zu dampfen, dann zählen 20 Minuten. Also wir kochen das jetzt hoch. Wenn das anfängt gut zu dampfen, dann zählen die 20 Minuten. Das sind amerikanische Kochzeiten und das kommt normal drauf, aber nur wenn wir dann auf 121 Grad kochen würden. Das tun wir aber heute nicht. Wir haben heute 100 Grad genau und wenn der dampft, haben wir dann genau 100 Grad. Und dann stellen wir den Wecker ein, 20 Minuten und dann sind die Gurke nicht matschig, sondern schön bissfest und einwandfrei. Jetzt müssen wir warten, bis das hochgekocht ist. So, könnt ihr das hören? Und jetzt gebe ich 20 Minuten. Also müsst ihr auch aufpassen. Meine Gläser, die fassen jetzt 780 ml. Das heißt, da würde die Zeit zwischen 15 und 20 Minuten liegen. Laut amerikanischer Studie. Also wenn das dann gut dampft, dann könnt ihr die Zeit einstellen. Und das mache ich ja jetzt. Jetzt machen wir die 20 Minuten und Start. Und wenn das fertig ist, sind eure Gurken fertig. Mehr braucht er da gar nicht. Und wir sind ja jetzt unter 300 Meter und der kocht genau auf 100 Grad ab. Mehr kriegt er überhaupt gar nicht. Also das ist ideal, der Topf. So, wie ihr dann erkennen könnt, der geht ja überhaupt gar nicht hoch. Seht ihr das? Weil der einfach gar keinen Druck aufbaut und der genau auf 100 Grad abdampft. Also ist doch perfekt. Und 20 Minuten für 20 Gläser Gurke, also von den großen würde ich bestimmt 11 Gläser reinkriegen. Aber natürlich nehmen wir ja für Gurke eigentlich ein bisschen kleinere Gläser. Also ihr könnt da bis 20 Gläser reinbekommen. Das ist ja gar kein Problem. Und das sind 20 Minuten abgekocht. Das schafft ihr mit eurem Einwegautomat nicht. Höchstens noch mit einem Schnellkochtopf. Aber der kocht eben nicht ganz auf 121 Grad ab. Deswegen habe ich mir auch den zugelegt. Obwohl ich ja vorher alles mit Schnellkochtopf gemacht habe. Und passiert überhaupt gar nichts. Seht ihr? Deckel auch immer gegen euch öffnen, wie schon gehabt, mit dem Schnellkochtopf. Und die sind ordentlich heiß noch. Gibt es extra so eine Zange, das habe ich euch auch verlinkt. Könnt ihr mal gucken bei meinem Amazon Marius Channel Shop. Dann stellen wir die Gläser ein bisschen auseinander, weil wenn er die zu nah stellt, dann können die ja nicht so kühlen. Die Luft soll ja zirkulieren. So sieht's aus. Die sind jetzt mit 100 Grad abgekocht. Und morgen früh, wenn wir da mal probieren, wenn sie abgekühlt sind, mal ein Glas aufmachen, wie unsere Gurke schmecken. Allerdings werde ich die gerne noch ein paar Tage länger lassen, weil das soll ja auch gut durchziehen. Hier haben wir dann die Tomate mit der Restgurke noch. Ja, die sind zwar ein bisschen aufgegangen, aber immer noch ganz gut. Also richtig aufgeplatzt sind sie nicht. So, das war ja auch nochmal ein Test. Und hier sind meine Gurken. Und wenn man da so ein paar Gläser macht und dann hat man das ganze Jahr. Das lassen wir jetzt mal abkühlen. Und dann morgen früh, wenn wir sie probieren. Allerdings sollte man die dann schon eine ganze Zeit lang noch in der Lage lassen, um dann überhaupt festzustellen, wie sie schmecken. Deswegen gehe ich morgen hin und tue das kleine Stück probieren. Deswegen habe ich das gemacht, zum Probieren. Die Tomate kann man sowieso gleich essen. Und diese Gurke lasse ich dann mal noch länger drin. Dann kann ich euch genau sagen, okay, die waren richtig gut noch. Also hier mal jetzt die Gurken. Die sollten wir allerdings jetzt noch ein bisschen ziehen lassen. Deswegen werde ich sie morgen nicht aufmachen. Aber diese da werde ich morgen aufmachen. Ist ja dasselbe Sud. Und da kann ich mal schon sagen, okay, die schmecken oder die schmecken nicht. Sind weich oder sind hart. Da kann ich dann starten mit mehreren Gläsern. Sehr gut. Schön knackig. Einwandfrei.